Willkommen zurück, liebe Detektive, bei einer neuen Episode von Sherlock Holmes, The Awakend. Machen wieder weiter mit Sherlock Holmes und Dr. Watson auf der Suche nach Hinweisen, was denn nur mit Mr. Barnes los ist. Er hat sich in einem Zimmerchen eingeschlossen und kommt nie mehr raus. Wir müssen herausfinden, was da los ist. Uns fehlen leider noch für die Kombination dieses Rätsels ein paar Hinweise. Deswegen gucken wir vielleicht nochmal, ob wir hier draußen vielleicht noch ein paar Hinweise finden. Reden wir mal mit den Leuten, vielleicht wissen die noch irgendwas. Excuse me, just one question. Sorry, sir, I can't help you. Wer will nicht? Was ist mit diesem adrett gekleideten Mann, der raucht? Do you know anything about this? I can't help you with that, sir. Der ist nicht sehr kooperativ. Can you satisfy my curiosity? Sorry, sir, I can't help you. Wollen nicht reden. May I ask you something? It is a shame I can't answer your question. Vielleicht wissen die Jungs hier was. Are you able to help me? Sorry, sir, I can't help you. Excuse me, just one question. It's a shame, but I can't help you. Okay. Die wollen alle nicht. Are you able to help me? No, I don't know anything about that. Habe ich da gerade eine Katze gehört? Oh, Katze. Vielleicht die Frau gegenüber des Buchladens, vielleicht weiß die was. The weather is dreary, isn't it? To be fair, my flowers could use the rainfall. Aha. Encouraging people to stop and smell the roses? Our national emblem. God save the Queen. God save the Queen. It must take patience and care to produce a bloom so beautiful. I imagine so. I merely sell them. Na, gucken, was wir da haben. Einen Kaktus. Familiar spine? Is this what I found in my dustbin? Richtig. The pot is damaged. The blow was severe, but softened by something. Anything tickle your fancy, Mr. Holmes? So, sie können wir auch nochmal analysieren. Blick in die Ferne, hält Ausschau oder nachdenklich. Trägt Schminke, will schön sein oder etwas verbergen. Trauerbrosche in Gedenken an einen verstorbenen Ehemann. Teurer Stoff, ungewöhnliche Arbeitskleidung. Irgendwas vielleicht noch am Hut oder so? Saubere Stiefel, hat bei Ankunft Schuhe gewechselt. Mrs. Fleming trägt eine Trauerbrosche in Gedenken an ihren verstorbenen Ehemann. Ihr Kleid besteht aus teurem Stoff, der sich eigentlich nicht für den Arbeitsalltag eignet. Ihre Stiefel sind nicht mit Matsch verdreckt. Sie muss ihr Schuhwerk gewechselt haben, als sie zu ihrem Verkaufsstand kam. Ihr Blick schweift ständig in die Ferne ab. Das Vermuten ist, dass sie nach irgendetwas auf der Straße Ausschau hält. Oder vielleicht wartet sie auf jemanden. Mrs. Fleming hat ihren Mann offenkundig geliebt, versucht aber nach vorne zu schauen, worauf ihre Schminke und ihre elegante Kleidung hindeuten. Womöglich hat sie sich so herausgeputzt, um jemandes Aufmerksamkeit zu erregen. Oder einfach nur, um ihre Selbstwertschätzung zum Ausdruck zu bringen. Trauer, immer noch in Trauer. Noch von Trauer erfüllt. Fleming trägt Schminke, um ihre tränenverschmierten Wangen zu kaschieren. Ihr Kleid
Steht aus teurem Stoff, der sich eigentlich nicht für ein Arbeitsereignis in Stiefeln. Ihre Stiefel sind mit Matsch verdreckt. Sie muss ihr Schuhwerk gewechselt haben, als sie zu ihrem Verkaufsstand kam. Fleming versucht ihren Kummer mit eleganter, extravaganter Kleidung zu überspielen, trägt aber immer noch eine Trauerbrosche in Gedenken an ihren verstorbenen Ehemann. Ihr steter Blick in die Ferne offenbart ihre emotionale Bindung, die immer noch zu ihrem verstorbenen Ehemann besteht. Insgesamt betrachtet muss man zu dem Schluss kommen, dass Mrs. Fleming nach wie vor ihrem tragischen Verlust hadert. Das wäre eigentlich etwas, womit ich gehen würde. Charakterprofil. My condolences, Mrs. Fleming. Mr. Holmes? Your husband's death. You're clearly still in mourning. Oh no. I loved him more than anything, of course, but that was some time ago now. Life goes on. A lesson we all learn, one way or another. Okay, jetzt kann ich die Beweise präsentieren. I don't know anything about this, sorry. So, ihr Charakterprofil macht natürlich keinen Sinn. Der Stachel, wo ist der? Hier, I don't know anything about this, sorry. über Mr. Fleming. Are you Mr. Barnes. familiar with Mr. Barnes? Yes, no, not really. Well, in a way. What on earth does that mean? I know who he is, of course, but we haven't shared much more than a look. A look? Yes. Each morning I go for a walk in the park with my dog, and most days I spot Mr. Barnes there with his new puppy, so we see each other. Actually, we once met briefly while our dogs played. He was quiet and seemed unsteady as he approached, but since then, we've never spoken. I often see him staring through the shop window. Sometimes I wonder what he thinks about that would etch such longing onto his face. Das könnte nicht ganz so unwichtig sein. Katalog für exotische Pflanzen. Ich meine, vielleicht kennt sie sich damit aus. Are you sure you're asking the right person? I'm just a flower seller. Okay, dann nicht. London Advertiser. Buch von Mr. Barnes. Was weiß sie darüber? Are you sure you're asking the right person? I'm just a flower seller. Zoologiebücher. Vielleicht weiß sie darüber was. Are you sure you're asking the right person? I'm just a flower seller. Bewegte Blumen. What do you make of the flowers in Barnes' shop window? Well, they could use a bit of water. Do they mean anything to you? Mean anything how? I'm not sure I follow, Mr. Holmes. Why do you think they're there? Are you suggesting the flowers are for me? It seems likely, does it not? Oh, I hope you're right. Aha. Jagd aus dem gesprungenen Topf. One of these things is not like the other. Come again? The cactus. Those fearsome spines can prove a devil to remove, and the sap is often toxic. And a rose thorn can give you tetanus, but we still grow them. The cactus seems comparatively harmless, though you have me thinking it must be valuable. I was under the impression that you knew its price already. Your guess is as good as mine. The first time I saw this cactus was when I came back from my break. Hier, der Kaktus stand also nicht vorher schon da, sondern den hat jemand dahingestellt. Das ist sehr verdächtig. Und die? Hello there. What's your name? Lily, I know, not very original. Ne, passt schon. So, jetzt haben wir noch ein paar weitere Hinweise erhalten. Da haben wir noch natürlich das Profil von ihr. Ja. Kaktus in gesprungenem Topf. Die zwei Sachen passen schon mal zusammen. Verkauf von Rosen. Kaktus in gesprungenem Topf. Das war's. Mr. Barnes ist in Mrs. Fleming verliebt.
Mr. Barnes hat einen Strauß verwelkter Blumen ins Schaufenster gestellt, um die Aufmerksamkeit der Blumenverkäuferin Mrs. Fleming zu wecken. Vielleicht hofft er, sie dazu zu bringen, in seinen Laden zu kommen und ihm Ratschläge zum Blumengießen zu geben. Oder es handelt sich um den Versuch, ihr auf subtile Weise seine Verzweiflung zu signalisieren. Mr. Barnes hat Mrs. Fleming anonym einen Kaktus geschenkt, den er aus dem Katalog auf seiner Ladentheke bestellt hat. Womöglich nicht die beste Wahl, aber für Mr. Barnes scheint der Kaktus seine ewige Liebe zu symbolisieren. Nicht zuletzt lautet der Titel des Katalogs Immergrüne Pflanze für eine immerwährende Liebe. Ja, das stimmt. Der Kaktus verwelkt ja auch nicht so schnell wie alle anderen Pflanzen. Ganz offensichtlich handelt es sich dabei um den Kaktus, den er auf den Strand in der Mülltonne von der Baker Street 221b fallen ließ. Es wird Zeit, dass er die Karten auf den Tisch legt. Oh ja, jetzt müssen wir ihn konfrontieren damit. Mit unseren Hinweisen, die wir gesammelt haben. I think perhaps I have been chasing shadows. Do not despair, Mr. Holmes. Even the best of us make mistakes. We better tell Mr. Barnes what we've learned. Ja, ich habe das falsche Charakterprofil von ihr erstellt, ich weiß. Mr. Barnes, I know what you did, and I know why you did it. I'm sorry, Mr. Holmes. I can't hear you very well from behind the door. You ordered a cactus from the plant catalogue and then left it for Mrs. Fleming as a gift. You place flowers in the window to get her attention and wear high heels to appear taller and more desirable. You are her secret admirer. I couldn't read this morning's edition of The Strand because it was covered in soil and spines. I know you dropped a cactus on it and then fled. Barnes, it's Dr. Watson. Rest assured we are not interested in disclosing your personal affairs to anyone, including Mrs. Fleming. Please come out. All right, then. So, you know what happened then? I was on my way back from the post office, having picked up the cactus and some books. It was quite an awkward package, heavy too, and when I got to your door, I dropped the cactus and your paper. Forgive me. I needed that paper to prove a theory and prevent a crime. Your actions were rather disruptive. Your clumsiness carrying the post is matched only by the clumsiness of your romantic gesture. Oh, it's true. I am useless with this sort of thing. I'm not even sure if Mrs. Fleming noticed. As in most things in life, truth is the answer. Cease with the abstruse signals and anonymous gifts, and simply talk to the woman. What is the worst that can happen? She rejects you, and you are freed from this endless purgatory. That... Yes, you are correct, of course. I do have a slight tendency to overthink things. Thank you. So, at last, we return to the matter of the paper. I'm investigating a string of burglaries. Did you perhaps read of any before the edition was spoiled? I don't recall, but you're welcome to read our copy for yourself. You had an issue of The Strand here all along? Well, naturally. I am a bookseller. I have a subscription to every magazine and newspaper in London. So you ought to be familiar with the concept of burying the lead. Oh no, my apologies, Mr. Holmes. I'll make it up to you however I can. I am an expert on obscure languages and translation and Yes, okay. Just give me the paper. Mal schon ein Achievement bekommen. Beziehungsberater, hilft Mr. Burns bei seinem Problem. Oder was da stand. Salpeter-Explosion erschüttert die Loks. Der Strand vom 28. September 1882. Vergangene Nacht wurde die Anwohner des Londoner Hafens durch laute Knallgeräusche und dichten roten Rauch unsanft aus dem Schlaf gerissen. Das Handelsschiff Moskwa hatte am frühen Abend auf seiner Fahrt zum europäischen Festland für einen Zwischenstopp am Pier Nummer 3 angelegt, als es an Bord plötzlich zu mehreren Detonationen kam. Die Hafenbehörde äußerte sich bisher nicht zu dem Vorfall und es ist nicht bekannt, ob sich zu dem Zeitpunkt Besatzungsmitglieder an Bord befanden. Augenzeugenberichten zufolge gelangte Salpeter in den Fluss,
da der Ort des Geschehens nach wie vor weiträumig abgesperrt ist, lassen sich die Angaben noch nicht unabhängig prüfen. Come, Dr. Watson. Let us put this matter behind us. Farewell, Mr. Barnes. I hope to hear good news about you and Mrs. Fleming. Gut, haben wir abgeschlossen. Let me know if there's any way I can make it up to you. Tell you what, tomorrow's edition of The Strand is on me. Okay, wenn Sie das sagen, Mr. Barnes. Die ganze Zeit an Mr. Burns denken aus den Simpsons. Well, that was an utter waste of time. An assassination did seem rather unlikely. There was supposed to be another burglary. I was certain of it. Something you wish to say, Doctor? No? Well, only that you have a remarkable faculty for deduction and pattern recognition. And that perhaps, if ill-applied... I see things that are not there. Yes. It is London. There will always be burglaries. Doesn't have to mean anything. So it seems. Forgive me. Without something to occupy my mind, I turn into an entirely different animal. Which brings us back to my news from earlier. I think I have a case for you, a real one. Truly? Indeed. Though perhaps not as thrilling as your stories from Cordona. A patient of mine, Captain Stenwick, told me that his servant disappeared. I said I knew just the man to help. What do you say? Oh, Watson. Yes, I know it's not the most tantalizing mystery, nor the story to launch my writing career. But... It's brilliant. Let's go. Oh, good. Well, his house is nearby. Come. Okay, dann wollen wir mal. Ein neuer Fall wartet auf den Meisterdetektiv Sherlock Holmes. Bin ich immer gespannt, was wir da... Not much further now. Ich dachte, Dr. Watson geht voraus. Captain Stenwicks Herrenhaus. Is this lousy attitude of yours because of my altercation with Inspector Lockhart? Did he put you up to this? Sir, the inspector has nothing to do with it. I'm telling you the same thing I tell anyone seeking a missing person. Good day, gentlemen. Forgive the intrusion. Captain Stenwick, this is my colleague Sherlock Holmes, the consulting detective I told you about. At last, a professional. This useless officer refuses to do anything about Kimmy here, my missing servant. What was your name again? I shall be certain to inform your superiors. Sergeant Ruffles. It's my superiors who made this decision, sir. Have there been other disappearances lately? Of course, here and there. But when life is tough and opportunity comes knocking, you can't blame those who answer. Why has the police department decided not to help? We investigate murders, thefts, fraud, arson, real crimes. A servant walking away from his master is not our highest priority. That said, if we find Kimahia breaking the law, we'll be sure to notify Captain Stenwick. Now, I must be off. Best of luck in your search. You heard that, didn't you? The way that man spoke to me. I shall need your written testimony, then we can lodge a complaint. Captain, perhaps Mr. Holmes' time is better spent learning about your servant, so that he may begin his investigation. Ah, yes. Quite right. Fire away. Dann quetschen wir den guten Mann nochmal aus. Beschreiben Sie mir. Tell me about Kimahir. He's foreign, a Maori, all the way from New Zealand. Biggest man you've ever seen, and as strong as two. Dark hair and fearsome tattoos. He doesn't speak a whit of English, never bothered to learn. But I made do with pointing. I invested a lot of money in him, so he must be found. Wann ist er verschwunden? When did you last see your servant? Kimmy here normally brings me the morning papers, but yesterday I had to get them myself. He must have escaped the night before yesterday. Okay. May I see your servant's bedroom? His shack is in the garden. You can't miss it. Did you search the room? Of course, but only to check he wasn't lying dead inside. Everything seemed normal at a glance. Warum könnte er weggelaufen sein? Ist er schon einmal verschwunden? I take it this is the first time Kimahir has vanished? Undoubtedly.
The man seemed terrified of the city. I think it was all the noise. He never left this estate. Should he cause any damage, I will bear the responsibility, for it was I who rescued him from savagery and brought him here to England in the first place. Is there any reason Kimahir may have left? I should think not. He had all he could have wanted. Gainful employment, new clothes, and all the cabbage he could eat. Noch was. Eine kleine Sache noch. Es wurde zuvor schon auch im Spiel angemerkt, ne? Es gibt ein paar Sachen, die im Spiel recht schwierig sind. Aber sie haben wahrscheinlich versucht, so ein bisschen die Zeit, in der das Spiel spielt, 1882, beziehungsweise das Setting 1882, möglichst akkurat darzustellen. Die Sache ist leider, dass zu dieser Zeit natürlich Rassismus halt sehr häufiges Thema natürlich war und nicht problematisch gesehen wurde. Ja? Da wiesen die Entwickler am Anfang, glaube ich, nochmal drauf hin. Ne? In der ersten Folge, im Anfang vom Text stand es nochmal. Ne? Weil heutzutage muss man wirklich sicher gehen, dass es nicht viel interpretiert wird. Mal ist ja auch so, dass die Texte bzw. Geschichten vom Lovecraft auch antisemitische Inhalte haben oder rassistische Inhalte. Dessen muss man sich auch bewusst sein. Ich sehe das mit dem von wegen, er ist schon so lange tot. Ich feiere zwar seine Art, wie er schreibt, aber in den meisten Fällen auch nicht das, was er schreibt zum Thema halt, wie gesagt, Antisemitismus plus Rassismus, ne? Das ist halt das und deswegen ist es nochmal wichtig, das nochmal versuchen in den Kontext zu bringen, ne, der Zeit. Nicht, dass das jetzt irgendwie so an den Entwicklern abprallt, das eher nicht, aber einfach zum Verständnis. Did Kimahir make off with anything of value? Heavens, no. I would have mentioned it to Sergeant Ruffles. Still, he must have fled with some money on his person. No, no. I kept his wages in my safe. For security. All right, Captain. I think I have enough to get started. We shall first take a look around the mansion. Go ahead. I'll be here, mentally drafting my complaint. Der Typ, ey. Gut. Ermittlungsort gefunden. Dann gucken wir uns erstmal um Beweise zu sammeln. Holmes kann einen Airwalk machen. Krasser Typ. Ein Teapot. Der sieht besonders schön aus. Da liegen Briefe oder was soll das sein? Ist das Käse? Kann ich nichts untersuchen. So, hier wurde anscheinend gearbeitet. Oho, was haben wir denn da? Chewing tobacco. Kautabak. Es leuchtet zwar mit diesem Symbol, aber ich kann es nicht untersuchen. Komisch. Ah, hier, ein Fußabdruck. A shoe print, roughly size 11, with a worn-out sole. These are a workman's boots. Aber das Ding kann ich nicht untersuchen, aber warum? Kann auch nichts weiter tun. Kann mich zwar bewegen mit A und D, aber... Aber ich war hier noch nicht fertig. Ist das ein Bug? Ich kann das Ding nicht untersuchen. Aber es dürfte, glaube ich, noch das einzige sein, was es hier zu untersuchen gilt, oder? Wenn der abgefallene Kopf, den kann ich zwar nicht untersuchen, aber
Der scheint mir auch irgendwo ein Hinweis zu sein, theoretisch. Aber ich kann ja damit nicht interagieren. Muss ich in einem bestimmten Winkel sein, um das zu untersuchen? Nein. Chewing tobacco. Ja, chewing tobacco. Ich kann mich nur zur Seite bewegen. Mehr Handlungsspielraum habe ich nicht. Ja, ich weiß nicht. Das hat ja anscheinend nichts mehr zu geben. Und das Ding kann ich nicht untersuchen. Also von daher... Keine Ahnung. Im Konzentrationsmodus nimmst du unauffälligere Details wahr. Wenn du einen grünen Kreis siehst, kannst du mit Q die Stelle genauer ansehen. Manche Stellen werden nur mit einem angehefteten Hinweis hervorgehoben. Jetzt verstehe ich. Dann lass uns nochmal zurückgehen und das machen. Jetzt kann ich den Gegenstand auch untersuchen, da ich weiß wie. Da. Abdruck. Looks like a knee print. Someone knelt here. The amount of chewing tobacco suggests they were waiting a while. Amazing, Mr. Holmes. To read the ground like an open book. Oho, da habe ich jetzt was gekriegt. Mit genügend Hinweisen kann Sherlock vergangene Geschehnisse rekonstruieren. Durch Drücken von Q werden wirbelnde Symbole angezeigt. Interagiere mit einem dieser Symbole, um zu beginnen, und rekonstruiere die Handlung. Ah, hier. Stenwick makes his servant live in a tool shed? You think you know someone? Aber das habe ich doch schon alles untersucht. Was soll ich denn noch hier machen? Genügend Hinweisen kann Sherlock vergangene Geschehnisse rekonstruieren. Durch Drücken von Q werden wirbelnde Symbole angezeigt. Interagiere mit einem dieser Symbole, um zu beginnen. Rekonstruiere die Handlung. Ja. Was mache ich denn jetzt damit? Schwindet halt. Ich weiß es nicht. Ah. Jetzt. Ach so, jetzt verstehe ich. Oben wird nur ein Symbol angezeigt über diesem wabernden Symbol. Vor und zurück, aber da ich nicht mehr Hinweise habe, geht das nicht. Hier, da kniete jemand. Ja, aber mehr Hinweise habe ich noch nicht bisher. Oben leuchtet oben am Rand leuchtet es oben auch auf, ne? In der Mitte seht ihr es. Hier haben wir noch was. This lock is quite unusual. It appears that the key should be bent to the right. Okay, dann gucken wir uns jetzt hier in der Hütte mal um.
Kann etwas anpinnen. Anscheinend auch nicht. Auch das kann ich anpinnen. Schloss mit ungewöhnlichem Schlüsselloch. Okay, dann heften wir den Hinweis mal an. So, hier können wir uns auch umgucken. Impressive. The sack of grain retained the shape of an impact. Someone hit their head here. Ja, das sieht nämlich aus wie ein Gesicht. So, was wird in Investigativmodus noch zu finden? Ja. A small navy spyglass. Ja, er hält schon die Hände und seine Hände fahren durch die Melone durch. Da ist noch was. A Maori nose flute. Ngurus, they're called. Eine Nasenflöte. Geil. Clothes made of Hessian. Is Sten really so miserly? Hier zu finden ist hier sonst nicht, wie es aussieht. Okay. Dann gehen wir wieder hier raus. Da ist was. Could have left these tracks. They seem fresh. Parallel laufende Spurenräder. Der Wagen. This lock is quite unusual. It appears that the key should be bent to the right. Hab ich noch was hier übersehen? Der Brunnen. Aber der scheint nicht so... Können wir rein? Nee. Hier haben wir nicht genug Hinweise. Hier ist nur die Spur. Aber hier war ja nichts, ne? Nee. Dr. Watson, lassen Sie mich durch. Okay, vielleicht gucken wir uns nochmal auf der anderen Seite um. Hier habe ich mich nämlich noch nicht umgesehen mit Q. Vielleicht ist hier noch irgendwas Außergewöhnliches, aber scheint nicht der Fall zu sein. Okay, hier geht's nicht weiter. Gibt es auch nichts zu sehen. Okay, dann lasst uns mal versuchen, die Hinweise so ein bisschen in Einklang zu bringen. Überreste von Kautabak, Kleidung aus Sackleid. Überreste von Kautabak. Die Hinweise. Das passt nicht zusammen. Fußspuren in Captain Stewicks Garten. Überreste von Kautabak. Der Strand macht, glaube ich, wenig Sinn, oder? Aber der Strand scheint richtig zu sein. Gegenstände.
Aber so wie es aussieht, fehlt mir noch ein Hinweis. Beziehungsweise ein Gegenstand. Da müssten wir uns nochmal ein bisschen genauer umsehen. Aber ich glaube, hier ist definitiv nichts mehr zu finden und ins Haus kommen wir auch nicht rein. Das heißt, wir müssen hier in diesem Bereich irgendwas noch übersehen haben. Na gut, liebe Detektive. Wir machen jetzt hier an dieser Stelle erstmal Schluss und ich bedanke mich schon mal recht herzlich, dass ihr bei dieser Episode von Sherlock Holmes, The Awakend, auch wieder mit dabei wart. Wenn euch das Spiel weiterhin gefällt, lasst mich gerne das wissen in den Kommentaren mit einem Däumchen nach oben auch ebenfalls oder einem Däumchen nach unten, falls euch das Ganze nicht gefällt. Reaktionen sind immer gut. Zeigt mir gerne, dass ihr mit dem Video interagiert und dass ihr Spaß habt oder keinen Spaß habt mit dem, was ich hier tue. Und lasst es mich gerne wissen, falls dem so ist oder nicht ist. Und falls ihr noch mehr zu Sherlock Holmes sehen wollt, schreibt das auch gerne in die Kommentare. Dann werde ich sehen, was sich machen lässt. Also, macht es gut. Bis zum nächsten Mal bei Sherlock Holmes, The Awakend.